Island, die ersten Kilometer im Hochland. 17 Flüsse und Bäche liegen auf unserer Strecke und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin noch nie durch eine Furt gefahren. Okay, das ist gerade noch mal gut gegangen, aber die war auch Baby-Eierleicht. Aber mal sehen, was die nächste Furt bringt. Läuft, macht das irgendwie richtig Spaß. Und wenn es schief geht, bist du am Arsch. Hier brauchst du einen ADAC nicht anzurufen. Sand gemischt mit schwarzer Vulkanasche. Aber das kann die Honda. Da braucht man nur am Gas zu bleiben. Das ist eigentlich nicht so schwierig, finde ich. Diesmal hatte ich mein ganzes Gepäck vorher rübergetragen. Tankrucksack, Zeltsack. Ich musste zweimal durch die Furt laufen, aber sicher ist sicher. Ich habe auch meine Motorradjacke liegen lassen am Ufer. Wenn es mich erwischt, habe ich noch eine trockene Jacke und einen trockenen Schlafsack. Ist aber gut gegangen. Das ist der gewaltige Dettifoss. Ist der nicht irre? Man kriegt Lust, sich in einem kleinen Schlauchboot da runtertreiben zu lassen. Oder? Die Piste wird sandiger. Das erinnert mich ein bisschen an die Spicefelder auf Arrakis. Da sah das ganz ähnlich aus. Ich hoffe, es gibt hier keine Sandwürmer. Das sind die Schlammtöpfe an der Krafla. Ich kann die Hitze des Bodens durch die Stiefelsohlen spüren. Man mag da nicht reingreifen. Das ist der Skálvandafjall. Ich habe lange geübt, bis ich das aussprechen konnte. Es regnet, aber wir haben es gemütlich im Zelt, Pieps und ich. Ne, Pieps? Wir sind unterwegs auf der Sprengisandur, so ziemlich die berüchtigste Piste im Hochland. Eine unfreundliche Strecke, alles Reifenkiller. Am schwierigsten wird die Furt, die in der Mitte auf uns wartet. Wenn wir die nicht schaffen, sind wir ein bisschen angeschmiert, denn die einzige Tankstelle im Hochland liegt auf der anderen Seite des Flusses. Dieses Flusses. Und die Rangerin zeigt uns jetzt, warum wir da nicht durchfahren sollten. Ich bin doch nicht verrückt. Ich weiß, wann ich verloren habe. Wir fahren zurück und zelten irgendwo im Hochland. Der Sprit müsste reichen. Knapp.
Sturm kommt auf. Wir müssen sehen, dass wir unser Zelt aufgeschlagen kriegen. Das Zelt hat die Nacht gut überstanden und wir auch. Nur die Bratwürste haben es nicht überlebt. Jetzt fahren wir die Piste runter nach Akureyri. Ich glaube, dieses Tal ist eine sagenhafte Strecke, unser Plan B. Ich bin so gespannt. Am Ende des Tals liegt Akureyri. Der Hochlandbus aus Akureyri. Die Busse sind die Könige der Offroad-Pisten. Die haben immer Vorfahrt. Jetzt sind wir in Queravelir. Ich will mir ein paar Fumarole ansehen. Das sind diese kleinen Stinker. Ein bisschen wie du, Pieps, ne? Wir stehen am Anfang der F66. Ich bin so gespannt. Ich glaube, das wird eine sagenhafte Strecke über den Bergrücken. Aber erstmal ist hier noch eine kleine Furt. Das ist der Wasserfall Dynyandi. Wir sind auf dem Weg in die Westfjorde. Wir sind auf dem Weg über den Pass nach Pingeiri, einer größeren Stadt in den Westfjorden mit 249 Einwohnern. Ich möchte auf der F622 einmal außen um die Halbinsel fahren. Diese Strecke gehört zu den Most Dangerous Roads of the World. Das sagt vielleicht nicht viel aus, aber auf jeden Fall ist die echt abenteuerlich. Mal gucken, ob wir außen rumkommen. Das geht nur bei Ebbe. Bei Flut ist dieses Stück unpassierbar, dann schlagen nämlich die Wellen hier gegen die Felsen. Zurück im Hochland. Wir sind auf dem Weg nach Land Manaloja. Da drüben liegt Land Manaloja und wie immer ein Riesenauftrieb. Kreuzfahrtpassagiere werden in Reisebussen durchs Hochland hierher gekarrt. Eine Höhle am Black Beach. Das Schöne ist, dass man hier völlig alleine ist. Wenn es mal schief geht, hat man wenigstens keine Zuschauer und man muss sich nicht schämen und muss einem nicht peinlich sein, wenn man im Bach liegt.
Das ist die Jökulsá an der Ringstraße. Das ist eigentlich kein Fluss, sondern das ist nur das abschmelzende Wasser von dem großen Gletscher hier um die Ecke. Irre, oder? Unser letzter Abend in Island. Morgen geht's mit der Norröna nach Hause.